Bestimmter oder unbestimmter Artikel. Viele Lehrer erklären es folgendermaßen: Der bestimmte Artikel für alles, was bereits bekannt ist, und der unbestimmte Artikel für alles Unbekannte. Diese Erklärung ist an sich nicht falsch, aber eigentlich auch komplett irrelevant. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Wenn dir das Video gefällt, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und vergiss bitte auch nicht, einen Like dazulassen. Heute geht es um die bestimmten und die unbestimmten Artikel. Hier haben viele Schüler Probleme, vor allem wenn Englisch nicht die Muttersprache ist. Denn ob du einen bestimmten oder einen unbestimmten Artikel benutzen musst, das funktioniert eigentlich genauso wie auf Englisch. Aber nicht alle Sprachen machen es genau gleich. Damit ich dir ganz genau erklären kann, wann du welchen Artikel benutzen musst, schauen wir uns als erstes nochmal einen kurzen Überblick zu den bestimmten und den unbestimmten Artikeln an und wechseln dafür in mein E-Book. Schauen wir uns als erstes ein paar Beispiele für den bestimmten Artikel an. Hier zum Beispiel: Die Frau wäscht die dreckigen Sachen. Das Kind hat das Spielzeug kaputt gemacht. Der Mann geht in den Wald. Die Politiker sprechen über die neuen Gesetze. Die blau markierten Wörter sind alles bestimmte Artikel. Wann verwendest du den bestimmten Artikel? Grundsätzlich wird der bestimmte Artikel, wie es der Name schon sagt, immer dann verwendet, wenn du von etwas Bestimmten, etwas Definitem sprichst. Einfach ausgedrückt, es muss irgendwie einzigartig sein und man kann ganz genau sagen, von wem oder was man spricht. Hier: Der Hund holt die Zeitung. Es ist nicht irgendein Hund, sondern der Hund, den du gerade siehst. Und die Zeitung, nämlich die Zeitung, die dort vor der Tür liegt, und nicht irgendeine Zeitung vom Kiosk. Und der bestimmte Artikel wird auch verwendet, wenn man von etwas allgemein Bekanntem oder bereits Erwähntem spricht. Wie hier: Der Himmel ist blau. Jeder weiß, was der Himmel ist, und es ist auch einzigartig. Und das ist der Mann, mit den ich gestern getroffen habe. Hier ist auch wieder ein ganz bestimmter Mann und nicht irgendeiner gemeint. Grundsätzlich hier erwähne ich das nur, weil hier häufig der Fehler im Denken besteht, weil es viele Lehrer so erklären, der bestimmte Artikel wird für etwas Bekanntes oder bereits Erwähntes benutzt. Das ist nicht direkt falsch, aber es verwirrt häufig. Wenn etwas bekannt oder bereits erwähnt ist, dann ist es automatisch etwas ganz Bestimmtes, also ein ganz spezieller Mann, nicht irgendein Mann. Und auch der Himmel ist einzigartig. Dementsprechend das Wichtige ist von etwas Bestimmten: Wenn man etwas ganz Bestimmtes hat, dann muss auch der bestimmte Artikel benutzt werden. Zur Deklination ganz kurz: Hier Nominativ der, die, das und Plural die. Akkusativ wechselt nur maskulin zu den. Im Dativ ist es dem, der, dem, den. Und im Genitiv des, der, des und der. Mehr dazu findest du auch in den einzelnen Videos und Lektionen zu den einzelnen Fällen, wie du das hier deklinieren musst. Ich denke, diese Tabelle ist dir garantiert bekannt. Deswegen gehen wir jetzt zu den unbestimmten Artikeln. Denn wann benutzt du diese? Als erstes ein paar kleine Beispiele hier. Eine Frau wäscht eine Jacke, ein Kind isst ein Stück Schokolade, ein Mann geht in ein Haus und ein Politiker spricht über ein neues Gesetz. Hier sind alle blau markierten Wörter ein unbestimmter Artikel. Und den verwendest du, wie es der Name sagt, für alles Unbestimmtes, nicht Konkretes und Indefinites. Also genau das Gegenteil vom bestimmten Artikel, nämlich etwas ist nicht einzigartig, es ist eins von vielen oder eine von vielen. Der Hund holt einen Stock. Es gibt viele Stöcke, es könnte jeder Stock sein. Aber auch hier siehst du schon der Hund, denn hier ist es immer noch der Hund, den du siehst.
ist nämlich dieser ganz bestimmte Hund. Aber jetzt holt er einen Stock. Und da gibt es viele, die da im Park liegen. Es ist nicht ein ganz bestimmter. Wenn du zum Beispiel einen Stock hast, deinen Lieblingsstock, den du auch mit nach Hause nimmst und der irgendeine Markierung vielleicht hat, dann kannst du ja auch der Stock benutzen. Also er holt den Stock, weil es dann wirklich ein ganz spezieller ist. Aber wenn du nur irgendeinen, den du gerade gefunden hast, nimmst und wirfst, dann geht der Hund ihn holen. Es ist ein Stock, weil es ist einer von vielen und kein ganz bestimmter. Und hier auch nochmal die Deklination. Wie du hier siehst, es ist ein, eine und ein im Nominativ. Im Plural gibt es keinen unbestimmten Artikel. Im Plural ist das immer ohne Artikel, das nennt man Nullartikel. Dazu gibt es morgen ein Video. Wenn du das Video später siehst, dann habe ich dir das hier auch verlinkt. Und im Akkusativ ist es einen, eine und ein, im Dativ einem, eine und einem, im Genitiv eines, eine, eines. Falls du hier Probleme hast, dir die Endungen zu merken, das ist eigentlich ganz einfach. Schau einfach hier. Die Endung, wenn du eine Endung hast, ist es immer die Endung des bestimmten Artikels. Denn es ist auch den und die, es ist dem, der, dem, des, der, des. Du musst nur wissen, wann du eigentlich gar keine Endung benutzt. Die Endung ansonsten ist immer die vom bestimmten Artikel. Das klappt auch mit allen anderen Artikeln. Nach diesem kleinen Überblick sollte dir schon Folgendes aufgefallen sein. Der bestimmte Artikel wird immer dann benutzt, wenn du etwas Bestimmtes über etwas Bestimmtes sprichst, wie es der Name also sagt. Also immer etwas, was du ganz genau eingrenzen kannst, was nicht ein Gegenstand von vielen Gegenständen sein kann, sondern es muss eine ganz spezielle Person sein, ein ganz spezieller Gegenstand. Du kannst indirekt mehr oder weniger mit dem Finger darauf zeigen. Und den unbestimmten Artikel benutzt du immer dann, wenn es eben ein Gegenstand, eine Person von vielen sein kann und eben nicht eine ganz konkrete Person oder ein ganz konkreter Gegenstand. Und genau das vom Anfang, dass wenn dein Lehrer dir gesagt hat, etwas, was schon bekannt ist, dann benutzt du einen bestimmten Artikel und sonst den unbestimmten Artikel. Das ist nicht falsch, aber alles, was bekannt ist automatisch eine ganz konkrete Person oder ein ganz konkreter Gegenstand. Falls du noch Fragen hast oder auch konkrete Beispiele hast, wo ich dir helfen soll, welchen Artikel du benutzen sollst, dann schreib das einfach bitte direkt in die Kommentare und ich werde dir helfen. Und lass bitte auch einen Like hier beim Video da und dann hoffe ich, sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.